In diesem Video meiner kleinen Reihe zum barrierefreien Vogelzimmer möchte ich euch Maßnahmen und Tipps für sehbehinderte und blinde Wellensittiche geben. Zunächst einmal solltet ihr sicherstellen, dass der blinde Vogel dieselbe Nahrung und Fischkost erhält wie die gesunden Wellensittiche. Das heißt, Futter und Wassernäpfe sollten idealerweise zu Fuß oder kletternd erreicht werden können und immer an derselben Stelle stehen. Um sicherzustellen, dass der blinde Vogel auch genügend frisst, solltet ihr regelmäßig sein Gewicht kontrollieren. Eine Maßnahme, die ich generell empfehlen kann. Denn dadurch lässt sich ein Gewichtsverlust auch bei scheinbar gesunden Vögeln schnell feststellen. Wellensittiche haben einen schnellen Stoffwechsel und ein Gewichtsverlust um mehrere Gramm kann ein erster Hinweis auf eine ernste Erkrankung sein. Natürlich solltet ihr den Boden, soweit es geht, abpolstern, damit die blinden Vögel sich bei Stürzen möglichst nicht oder zumindest nicht schwer verletzen. Dafür eignet sich Luftpolsterfolie sehr gut, die ihr allerdings noch einmal umwickeln solltet, damit die anderen Schwarmvögel die Polster nicht anknabbern. Sprungtücher, Netze oder einfach Decken können Stürze ebenso abfedern. Manche Vögel fliegen trotz Blindheit, was es natürlich schwierig macht, das Vogelzimmer gegen Unfälle abzusichern. Es bleibt nur Spielzeug und Freisitze sowie Sitzstangen und Voliere oder Käfig so wenig wie möglich zu verrücken und alles möglichst an derselben Stelle zu belassen. So kann der sehbehinderte Vogel sich seine bevorzugten Wege merken und findet auch blind seinen Weg. Idealerweise sollte der blinde oder sehbehinderte Vogel handsam sein und zum Beispiel das Finger- oder Stocktaxi nutzen können, um unfallfrei von A nach B zu gelangen. Hilfreich sind auch Kommandos, die dem Vogel antrainiert wurden. Ein weiterer Tipp, um die Lebensqualität eurer blinden Wellensittiche zu steigern, sind Wühlkisten. Kleine Kisten mit allerlei unterschiedlich geformtem Spielzeug und natürlichem Spielzeug wie Tannenzapfen, Holz und Korkstückchen lassen sich mit den Füßen und Schnabel ertasten. Eine wunderbare Beschäftigung, nicht nur für sehbehinderte Vögel im Schwarm. Auf den Boden gestellt ist eine flache Wühlkiste auch für flugunfähige und andere gehandicapte Wellis leicht zu erreichen. Geht es um das Handicap, das sicher die meisten von uns Vogelhaltern umtreibt. Die Flugunfähigkeit ist hier die Sturzgefahr besonders hoch. Hinzu kommt das Problem, dass die Vögel möglichst alle Plätze oder zumindest die meisten ohne zu fliegen erreichen können sollten. Doch wie stellt man das als Vogelhalter an? Zunächst solltet ihr vor allem auf die Sturzprävention achten. Entfernt alle potenziellen Hindernisse aus dem Vogelzimmer und überprüft das Zimmer auf Gefahren für kleine Fußgänger. Stolperfallen wie Kabel und Gefäße, in die die Vögel aus Versehen fallen können, solltet ihr entfernen. Um Verletzungen bei Stürzen vorzubeugen, könnt ihr wie bei den blinden Wellensittichen Luftpolsterfolie, Tücher, Netze oder einfach Decken als Polster einsetzen. Besonders wichtig sind aber Klettermöglichkeiten, denn der flugunfähige Vogel wird sich ausschließlich zu Fuß und kletternd fortbewegen. Mit Baumwollseilen und Spiralen können die Wellensittiche auch ohne zu fliegen höher gelegene Sitzplätze und Spielzeug erreichen. Wenn ihr das nicht ohnehin schon wegen der knabberwütigen Hennen tut, achtet noch mehr darauf, dass alles im Vogelzimmer aus ungiftigen Naturmaterialien ist. Denn die flugunfähigen Wellensittiche werden alles mit ihrem Schnabel bearbeiten. Zwei große Probleme gibt es bei den Fußgängern. Zum einen werden sie sich bevorzugt auf dem Boden aufhalten, weshalb es sinnvoll sein kann, ihnen ähnlich wie Hamstern und Kaninchen einen kleinen Laufstall indoor zu installieren. So minimiert ihr das Risiko, aus Versehen auf die kleinen Vögel zu treten. Ich habe im Moment das Problem, dass einige meiner völlig gesunden Vögel liebend gern auf Schmutzfangmatte im Vogelzimmer herumspazieren, obwohl doch oben das ganze Spielzeug hängt. Ich nehme an, sie imitieren die Spatzen, das Rotkehlchen und die Amsel, die sie auf der Terrasse im Garten sehen, wenn sie sich das Vogelfutter vom Boden stibitzen. Doch zurück zu unseren Handicap-Wellies, die nicht fliegen können. Das zweite Problem ist die Vorliebe der Vögel, möglichst weit oben zu sitzen. Von dort haben sie alles im Blick und fühlen sich sicher vor Raubvögeln oder Bodenraubtieren. Diesen Instinkt haben natürlich auch die flugunfähigen Vögel. Mit dem kleinen Problem, dass ein Sturz von ganz oben im Vogelzimmer, bei mir immerhin 2,50 Meter, sehr gefährlich bis tödlich sein kann. Deshalb solltet ihr zumindest unter den Lieblingsspielplätzen eurer Wellensittiche ein Sprungtuch, Netz oder andere Polster anbringen, die einen Sturz abfedern. Verbindungen durch klug angebrachte Seile, Sitzstangen oder Brücken können den flugunfähigen Vögeln Abkürzungen zum Futter oder zum Lieblingssitzplatz bieten. Diese werden aber auch gerne von den gesunden Wellis genutzt,
wenn sie zu faul zum Fliegen sind. Hattet ihr schon Fußgänger unter euren Wellensittichen? Welche Maßnahmen habt ihr für das Wohlbefinden der kleinen Fußgänger getroffen? Habt ihr weitere Tipps? Teilt sie gerne in den Kommentaren. Es um die Vögel gehen, die durch Amputationen und Fehlstellungen ein erhöhtes Risiko für Druckstellen und Druckgeschwüre haben. Ihr habt vielleicht schon einmal von Druckgeschwüren an den Füßen und Zehen der Vögel gehört, die durch falsche Sitzstangen begünstigt werden. Sie verursachen Schmerzen und können, wenn sie chronisch werden, sogar zu Entzündungen führen. Behinderte Wellensittiche, die aufgrund von Amputationen oder anderen Gelenkerkrankungen wie Arthrose häufig eine Schonhaltung einnehmen, sind anfälliger für dieses Gesundheitsproblem. Wie können wir da vorbeugen? Ich hatte ja in meinem ersten Video, als ich die verschiedenen Einschränkungen vorgestellt habe, von Maya gesprochen, meinem Hahn mit Spreizbein, einer extremen Fehlstellung der Beine. Am Schluss konnte Maya nur noch auf dem Bauch liegen und stand in Gefahr, ein Liegegeschwür zu entwickeln. Der Tierarzt riet mir, seine Lieblingsplätze mit Stoff zu polstern. Mit dem Erfolg, dass der renitente Vogel sich überall hinsetzte, nur nicht auf das Stück Stoff. Ich nehme an, im Vogelkäfig oder der Voliere fällt es leichter, den Lieblingssitzplatz mit einem Mikrofasertuch und Luftpolsterfolie zu polstern. Weiche Liegebrettchen aus Torf und Matten oder Spielzeug aus Seegras wusste der kleine Hahn später mehr zu schätzen. Das weiche Naturmaterial ist vor allem für Vögel mit Fußproblemen und Arthrose eine Wohltat, denn in die flexiblen Matten oder höhlenartigen Spielzeuge können sich die Wellensittiche einfach reinlegen. Maya konnte so ihre Beine entlasten und ohne Sturzgefahr schlafen. Bei Lähmungen und starken Fehlstellungen der Beine kann auch das Pressen am Futternapf eine Herausforderung sein. Ich selbst nutze diese hübschen Keramikschalen mit einem relativ hohen Rand. Für manch gehbehinderten Wellensittich stellt dieser Rand aber eine unüberwindbare Barriere dar. Flache Näpfe ohne hohen Rand sind da die bessere Alternative. Ich habe zum Beispiel noch einen Edelsteinnapf, der in eine massive Holzscheibe gesetzt werden kann. Diese schwebende Futterstelle lässt sich anfliegen oder bequem von 2 Korkschaukeln aus zu Fuß erreichen. Und eine Kokosnusshälfte lässt sich ebenfalls zum Futternapf umfunktionieren, wie in diesem Spielzeug. Ein ganz besonderes Problem ist der Missbrauch von behinderten Vögeln. Stark beweglich eingeschränkte Vögel können sich in der Regel nicht gegen stärkere, gesunde Vögel wehren. Wenn diese Vögel sich auf ihren Rücken stellen, können sie nicht wie gesunde Vögel abschütteln. Das kann zu einer psychischen Traumatisierung führen. Leider musste ich bei Maya erleben, dass die beiden Hähne Herbie und Yoshi so über den wehrlosen Hahn hergefallen sind. Mir blieb als einzige Möglichkeit, Maya stundenweise vom Schwarm zu trennen, damit sich der kleine Vogel etwas erholen konnte. Ideal wäre gewesen, wenn Maya einen Partner gehabt hätte, mit dem ich den Handicap Valley in Paarhaltung hätte separieren können. Aber leider hatte der Hahn wegen seinen Einschränkungen keinen festen Partner gefunden. Ein Sicherheitsrisiko sind auch Trink- und Badeschalen für Wellensittiche mit Spreizbeinen oder sonst eingeschränkter Mobilität. Selbst in flachen Schalen laufen die Vögel Gefahr zu ertrinken. Die Handicap-Valleys sollten deswegen nie unbeaufsichtigt baden und als Rettungsanker ein Stück Holz oder Korkrinde in der Badeschale finden. Welche Erfahrung habt ihr mit gehandicapten Wellensittichen gesammelt? Gab es bei euch im Schwarm oder in der Paarhaltung auch schon Fälle von Mobbing oder gar Missbrauch? Wie seid ihr damit umgegangen? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren. In diesem Video möchte ich euch Tipps und Empfehlungen vorstellen, wie ihr die Lebensqualität für Vögel mit Gefiederstörungen verbessern könnt. Ähnlich wie Vögel mit Mobilitätsstörungen sind auch die federlosen Vögel häufig Mobbing und Angriffen von ihren Schwarmkollegen ausgesetzt. Auch hier bleibt nur eine Trennung des wehrlosen Handicap-Valleys vom Schwarm. Andererseits kann es sein, dass entweder der Partnervogel oder vielleicht sogar ein neuer Schwarmkollege den gehandicapten Vogel mit offenen Flügeln empfängt und sich gerade diesen eher ungewöhnlichen Vogel ohne Federn oder nur mit einer Teilbefiederung zum Partner auserkoren hat. Ob Federrupfer oder viruskranker Wellensittich, in jedem Fall solltet ihr die empfindliche Haut der Wellensittiche schützen. Denn bei Stürzen fehlt den Vögeln der Puffer eines intakten Gefieders. Und auch der Streit unter Schwarmkollegen kann weitaus blutiger enden, wenn kein schützendes Gefieder die Schnabelbisse abwehrt. Häufig haben Wellensittiche mit nur einem Teil Gefieder mit Schürfwunden und Blutergüssen zu kämpfen. Damit sich diese Wunden nicht entzünden, solltet ihr sie sofort mit Wunddesinfektionsmittel behandeln und mit steriler Gase verbinden.
Vorher natürlich unbedingt die Hände desinfizieren und Eimerhandschuhe tragen. Sonst können gefährliche Keime in die Wunde gelangen. Auf der nackten Haut der Vögel bilden sich auch ohne äußere Einflüsse häufiger Ekzeme, denn sie trocknet schneller aus. Allerdings ist es nicht ratsam, die Vögel mit Pflegecremes zu behandeln, wie wir das bei unserer trockenen oder rissigen Haut machen. Die Vogelhaut hat andere Bedürfnisse als unsere Haut. Und Wundcremes sind häufig zu fettig und meist auch parfümiert, was der Vogelhaut noch mehr schaden kann. Wenn ihr Veränderungen wie Erhebungen, sogenannte Federbalgszysten oder Entzündungen bemerkt, besprecht am besten mit einem vogelkundigen Tierarzt, wie die Therapie aussehen kann. Meist kennt der Tierarzt auch spezielle Präparate oder kann diese gleich selbst auftragen, die dem Vogel Linderung verschaffen. Bei wiederkehrenden oder chronischen Hautekzemen solltet ihr noch mehr auf eine saubere Umgebung achten. Wo immer es geht, solltet ihr die Umgebung und Lieblingsstützplätze der gehandicapten Wellensittiche mit Essigwasser reinigen. Das beugt auch anderen Parasiten vor. Mit der Bürzeldrüse am Hintern pflegen die Vögel ihre Federn und fetten sie mit einem öligen Sekret ein, das die Federn wasserabweisend macht. Wird sie nicht regelmäßig geleert, da keine Federn zum Einfetten da sind, kann sich auch diese Drüse entzünden, was dem Vogel starke Schmerzen bereitet. Versucht auf keinen Fall, selbst die Drüse auszuleeren. Das solltet ihr nur einem erfahrenen und vogelkundigen Tierarzt überlassen. Ich hatte bisher zum Glück nur milde Verläufe. Einen Federhufer, der mit nackten Beinen dasaß und eher psychisch gestresst war, und Wellensittiche mit nicht nachwachsenden Schwungfedern. So blieben mir Zysten, Ekzeme und weiteres erspart, weil die Vögel das meiste Gefieder noch hatten. Besonders schwierig ist die Unterstützung von Vögeln mit Schnabelseffekten. Zwar können die meisten Vögel auch mit einem gebrochenen oder verkürzten Schnabel fressen und Körnchen entspelzen, aber ihr solltet ihnen das Fressen mit weichem Futter wie Keimfutter und weichem Gemüse oder Obst und in Maßen auch mit Eifutter erleichtern. Besonders in der Zeit, während der Schnabel nach einer Verletzung oder Operation noch heilt. Im schlimmsten Fall lässt sich der Vogel auch über eine gewisse Zeit mit einer Kropfsonde ernähren. Das solltet ihr aber nur einem vogelkundigen Tierarzt überlassen, da bei unsachgemäßer Fütterung die Gefahr besteht, dass ihr den Kropf verletzt oder Nahrungsbrei in die Luftröhre gelangt und der Wellensittich erstickt. Schwieriger auszugleichen ist der Instinkt der Vögel, den Schnabel als dritten Fuß beim Klettern zu verwenden. Auch hier solltet ihr es den Vögeln so leicht wie möglich machen. Setzt Kletterhilfen wie Rampen und Leitern nur mit mäßiger Steigung ein. So können die Vögel auch ohne sich mit dem Schnabel festzuhalten hochklettern. Auch hartes Knabber- und Schredderspielzeug sollte Wellensittichen mit einem beschädigten Schnabel nicht angeboten werden. Weiches Korkspielzeug oder Holzspielzeug aus Basalholz ist hier eine gute Alternative. Zwischenetagen in der Voliere verringern die Fallhöhe und schützen den Wellensittich davor, sich noch weitere oder schlimmere Verletzungen zuzuziehen. Hier seht ihr übrigens eine behindertengerechte Vogelzimmereinrichtung aus der Facebook-Gruppe Wellensittiche, Senioren und Handicaps, die ich nur empfehlen kann. Dort könnt ihr euch über die Bedürfnisse eurer Wellensittiche mit Handicaps mit anderen Betroffenen austauschen. Was habt ihr schon für Erfahrungen mit Handicap-Valleys gesammelt? Teilt eure Geschichte gerne in den Kommentaren. Möchte ich noch auf die Bedürfnisse von Senioren eingehen. Denn nicht nur behinderte Wellensittiche oder Vögel, die einen schweren Unfall oder eine Operation mit Amputation hinter sich haben, brauchen besondere Aufmerksamkeit. Bei älteren Vögeln kann ein barrierefrei eingerichtetes Vogelzimmer auch von Vorteil sein. Flexible Nagerbrücken aus Holz oder Baumwollseile sind ideal, um für Seniorenvögel große Entfernungen zu überbrücken. Kletterhilfen wie Leitern, Seile und Rampen erleichtern den Seniorenvögeln die Fortbewegung. Denn durch Muskelschwund und Herzschwäche fällt auch gesunden Vögeln im Alter das Fliegen schwer. Und für Wellensittiche mit Arthrose sind gepolsterte Sitzplätze und weiche Sitzbrettchen aus Kork ein ebenso gern angenommener Ruheplatz wie für Handicap-Valleys. Nicht nur zitternde Vögel oder Vögel mit Lähmungen wissen Liegebrettchen mit seitlichen Rändern, von denen sie nicht herunterrutschen, zu schätzen. Auch Seniorenvögel schlafen gern angelehnt oder stützen sich ab. Besonders breite Rampen und große Liegeflächen wie eine Matte aus Seegras oder kleine Höhlen und Zelte aus Stoff sind mit ihrer weichen Oberfläche ideal für Seniorenvögel mit Arthrose. Auch sie entlasten gerne ihre Füße und Flügel und legen sich flach auf die große Fläche.
Außerdem besteht bei den höhlenartigen Spielzeugen oder Sitzplätzen keine Gefahr, dass die Vögel aus Versehen herausfallen können. Meine älteste Henne Emma liebt es, auf diesen Holzbrücken zu liegen. Und mein Handicap-Wellensittich Maya nutzte die breite Liegefläche dieser Holzbank, die eigentlich für die Vogelfütterung gedacht war, liebend gern als sicheren Schlafplatz. Die Lehne hinten und die kleinen Erhebungen vorne und an den Seiten verhindern, dass der Vogel aus Versehen herunterfällt. Bequeme Ruheplätze aus Kork, Seegras oder Stoff und Kletterhilfen sind das eine. Manche Wellensittiche entwickeln im Alter Atemprobleme. So hatte meine Henne Lilly am Ende ihres Lebens mit Aspergillose, einem Pilzgeflecht, das in ihrer Lunge wuchs, zu kämpfen. Hier kann neben einer Inhalationstherapie auch ein Luftreiniger und Befeuchter Abhilfe schaffen. Denn am meisten schadet den Vögeln die trockene Heizungsluft. Ich habe mir jetzt einen solchen Luftreiniger zugelegt. In meiner Wohnung ist es leider im Winter doppelt schlimm, denn durch meine Ölheizung haben wir auch mit einer hohen Feinstaubbelastung zu kämpfen. Zum Schluss noch ein paar Tipps zur Polsterung für sturzgefährdete Wellensittiche. Damit die gesunden Vögel nicht die Polsterung anknabbern und die Polster auch nicht so stark verunreinigt werden, solltet ihr Luftpolsterfolie oder Ähnliches mit Bettlaken, Tüchern oder Decken abdecken. Die lassen sich ohne Probleme in der Waschmaschine reinigen. Wer den Vögeln gleich noch aus der Polsterung eine kleine Spielwiese zaubern will, kann eine weiche Einstreu wie Heu darüber verteilen. Sand ist weniger geeignet, da die Körnchen, insbesondere die kleinen Aniskörner, stark stauben und dem fallenden Vogel die Augen verletzen können. Sitzbrettchen und Sitzstangen lassen sich leicht mit Luftpolsterfolie oder weichem Stoff auspolstern. Damit die Vögel die Polsterung nicht anknabbern und zur leichten Reinigung, könnt ihr das Ganze mit einem Mikrofasertuch umwickeln. Das Ganze dann einfach an der Unterseite mit Verbandklammern oder Sicherheitsnadeln befestigen. Diese Ummantelung lässt sich leicht regelmäßig zum Waschen wechseln. Sind Senioren oder Handicap-Wellensittiche schlecht zu Fuß und können schlecht fliegen, hilft eine Kletterhilfe. Das Holzbrett könnt ihr mit Stufen aus weichen Seilen ausstatten. Besonders rutschsicher wird diese Rampe, wenn ihr vorher Führungsrillen in das Holz ritzt und dort die Seile anbringt. So kann der Wellensittich problemlos von Seilstufe zu Seilstufe hüpfen oder laufen. Besonders wichtig, achtet bei allen Kletterhilfen darauf, dass sie standsicher und fest angebracht sind. Sollten Bretter oder Vogelbäume umfallen, könnten sie im schlimmsten Fall ein oder mehrere eurer Wellensittiche unter sich begraben. Prüft daher regelmäßig alle Vogelmöbel auf Schäden. Lose Fäden solltet ihr bei Seilen und Polstern sofort entfernen, denn die Vögel ziehen mit Vorliebe daran und können kleinste Partikel verschlucken. Das kann auch bei gesunden Vögeln zu Kopfentzündungen oder einem Darmverschluss führen. Wie hat euch diese Videoserie gefallen? Habt ihr noch Tipps oder Anregungen zum barrierefreien Vogelzimmer? Teilt sie gerne in den Kommentaren.